Hallo und Servus zu dieser Folge von Musculus. Schön, dass Sie sich auch für das heutige Thema interessieren, das da lautet Physiotherapie bei neuromuskulären Erkrankungen. Dazu haben wir wieder eine Spezialistin getroffen, nämlich Yvonne Lechner. Sie ist Physiotherapeutin im Klinikum Favoriten und durchaus Expertin, was das Thema anbelangt. Hallo Yvonne. Hallo Werner. Gleich zur ersten Frage. Ab welchem Zeitpunkt ist denn Physiotherapie bei Muskelerkrankungen sinnvoll? Also grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass spätestens ab der Diagnosestellung man mal Kontakt zu einem Physiotherapeuten oder einer Physiotherapeutin aufnehmen kann. Das bedeutet jetzt nicht gleich, dass man zwingend einmal die Woche zur Physiotherapie geht, sondern da geht es vorerst einmal darum, so eine Ist-Standerhebung zu machen, mal zu schauen, wo steht denn der Patient. Ja, das heißt, der Physiotherapeut hat gängige Begutachtungstools. Er schaut sich zum Beispiel an funktionelle Niveaus. Wie geht der Patient? Wie steht er vom Boden auf? Wie kann er die Arme heben? Oder schaut sich an, gibt es muskuläre Schwächen? Und wenn, dann wo sind die? Oder muskuläre Verkürzungen oder Gelenkseinschränkungen? Gibt es Skoliosen also Skoliosen ist Wirbelsäulenverkrümmungen oder gibt es Leistungseinbußen in der Lunge? Das heißt, gibt es da schon Themenblocks, an denen man vielleicht ansetzen soll? Und gemeinsam, der Patient, eventuell die Eltern oder die Angehörigen und der Therapeut überlegen sich dann, was könnten Wünsche oder Ziele sein, an denen man dann arbeitet. Und demnach entscheidet man dann, in welchen Intervallen man miteinander tut. Bei welchen Muskelerkrankungen kommt denn Physiotherapie überhaupt zum Einsatz? Oder hilft Physiotherapie eigentlich bei allen Muskelerkrankungen? Also grundsätzlich muss man dazu ja sagen, dass neuromuskuläre Erkrankungen ja ganz viele unterschiedliche Krankheitsbilder sein können, mit unterschiedlicher Ursache und unterschiedlichen Verläufen. Das heißt, insofern muss man sehr individuell anpassen, woran man arbeitet. Außerdem behandelt der Physiotherapeut ja nicht die muskuläre Erkrankung als solche, sondern man versucht viel eher die Symptome, die auftauchen, denen entgegenzuwirken, die zu lindern oder im besten Fall zu beseitigen. Das heißt, da wirkt Physiotherapie natürlich in jedem Bereich. Ja. Das, was die Muskelerkrankung, die spezielle dann vom Patienten vorgibt, ist ein bestimmter Rahmen. Das heißt, man orientiert sich dann sehr an welche Struktur ursächlich betroffen ist. Ja. Und der Therapeut wählt seine Trainingsintensität und auch die Maßnahmen, die er setzt, aufgrund dessen, was diese eine spezielle neuromuskuläre Erkrankung vorgibt. Wer weist denn eigentlich die Patientinnen und Patienten zur Physiotherapie zu? Also das macht grundsätzlich immer der behandelnde Arzt. Das kann jetzt Hausarzt oder Hausärztin sein, die Orthopädin, der Neurologe oder jeglicher anderer Arzt, bei dem der Patient oder die Patientin in Behandlung ist. Unter anderem bei Muskelerkrankungen gibt es ja immer so etwas wie einen Behandlungsplan. Inwieweit sind eigentlich die Physiotherapeutinnen und Therapeuten von Anfang an in diesen Plan integriert und arbeiten mit dem Behandlungsteam zusammen? Also auch das kann ganz, ganz unterschiedlich und individuell sein, je nachdem, was die Patientin oder der Therapeut mitbringen an Wünschen und Erwartungen und auch, was der Therapeut bereit ist anzubieten. Ja, so kenne ich ganz viele Therapeuten, die unterstützend mitgehen, wenn es darum geht, zum Orthopäden zum Beispiel zu gehen, um hier eine Kommunikation zu erleichtern, oder die den Patienten begleiten zum Orthopädietechniker, wenn es um die Anfertigung oder Anpassung von neuen Hilfsmitteln geht, oder die Kontakt aufnehmen zu Pädagogen im Kindergarten oder Schule, um da etwas zu implementieren in den Alltag, was man vorher in der Therapie erarbeitet hat. Also ich denke da jetzt ganz klassisch an die Stehtherapie. Das heißt, hier gibt es ein ganz breites Feld, inwieweit der Therapeut sich hier gut vernetzen kann. Wobei mir schon sehr bewusst ist, wie schwierig diese Vernetzung auch ist, ja, wie viel Zeitaufwand das bedeutet, und vor allem, man kennt ja oft die Partner gar nicht. Also den Kontakt zu einem Orthopäden zu suchen, ist schon eine Herausforderung. Was noch dazu kommt, ist, für einige neuromuskuläre Erkrankungen gibt es ja schon medikamentöse Behandlungspläne, und da gibt es dazu auch Möglichkeiten des Check-ups, physiotherapeutischen Check-ups, und hier ist es dann sehr, sehr praktisch, das in der Praxis durchzuführen und den Patienten dann auch als Feedback für den Arzt mitzugeben, weil der dann einfach den Verlauf evidenzbasiert gut nachvollziehen kann. In welchen Zeitabständen braucht man denn eigentlich Physiotherapie bei Muskelerkrankungen?
Auch das ist ganz, ganz individuell an den Patienten und die Patientin angepasst. Also hier geht es vielleicht am Anfang nur darum, ein Hausübungsprogramm zu erstellen und das in ganz weiten Abständen, vielleicht einmal im Monat oder alle 2 Monate, zu evaluieren, vielleicht anzupassen, neue Übungen hineinzupacken oder alte zu streichen. Das heißt, es ist ein sehr weiter Abstand, in dem man sich trifft. Ja, dann kann es sein, dass vielleicht zwischendurch mal ein Themenblock auftaucht, ja, den man unbedingt behandelt haben möchte, sei es Schmerzen, die plötzlich auftreten. Dann wäre es vielleicht günstig, mal einen 10er-Block einzubauen und zu sagen, an dem arbeiten wir jetzt und wenn es wieder besser ist, können wir den Abstand wieder ein bisschen weiter auseinanderziehen. Was bei neuromuskulären Patienten auch öfter vorkommt, ist, dass sie eigentlich während dem Frühjahr oder dem Sommer andere sportliche Aktivitäten haben. Ich denke da jetzt an Hippotherapie oder Schwimmen. Während der Zeit braucht es vielleicht gar keine so intensive physiotherapeutische Betreuung. Und im Winter dann, wenn Hippotherapie nicht möglich ist, dann wäre es vielleicht gut zur Aktivierung, hier wieder Physiotherapie anzudenken. Das heißt, gerade da gibt es viele Spielmöglichkeiten, die man individuell an den Patienten anpassen kann. Was im Verlauf allerdings doch dann auch öfter vorkommt, ist, dass man nicht nur die Intensität, wie oft man Physiotherapie anbietet, sondern auch den Rahmen. Das heißt, am Anfang kann der Patient vielleicht noch in die Praxis kommen und im Verlauf oder mit dem Fortschreiten der Erkrankung wird es vielleicht notwendig sein, vielleicht einen Hausbesuch anzudenken oder Physiotherapie vielleicht sogar 2-mal die Woche, vielleicht auch im Wechsel mit einem Heilmasseur anzudenken. Das heißt, da kann sich dann schon auch die Häufigkeit der Physiotherapie und die Örtlichkeit anpassen. Das berühmte Thema Motivation. Wie motiviert man den Menschen, insbesondere Kinder, dazu, ihre Übungen auch wirklich regelmäßig zu machen? Also das ist eine Frage, die so klingt wie motiviere ich meine Kinder zum Zähneputzen? Ich weiß auch nicht. Ja? Ich denke, am besten ist es, erstens muss jedem klar sein, wozu tue ich das dann überhaupt? Ja, weil wenn mir nicht klar ist, mit welchem Ziel ich Übungen oder Programme durchführe, dann mache ich das auch nicht. Und das andere ist, es ist wichtig, das in den Alltag zu implementieren. Das heißt beispielsweise, die ersten Hausübungen, die man oftmals mit nach Hause bekommt, sind Dehnübungen. Das heißt, ich mache mir mit dem Kind oder mit dem Patienten eine Zeit aus, jeden Tag vor dem Zähneputzen mache ich meine Dehnübungen. Das heißt, ich putze einmal meine Zähne und einmal putze ich meine Muskeln durch. Für den Therapeuten ist es dann wichtig, diese Übungen kurz und knackig zu halten. Das heißt, es geht nicht darum, dass das Kind oder der Patient hier 20 Minuten lang irgendwelche Übungen runterreißt, sondern es geht tatsächlich darum, dass das 5 Minuten ganz konzentriert, 3 Muskeln, die werden durchgedehnt, dann putze ich meine Zähne, dann geht mein Alltag weiter. Das heißt, so startet man in den Tag hinein. Und dann gibt es das quasi Hausübungsprogramm. Dieses Hausübungsprogramm ist meistens ein Programm, da geht es mehr um Aktivierung, um eventuell vielleicht eine Kräftigung oder etwas gegen die Wirbelsäulendeformität zu tun. Das dauert dann ein bisschen länger, braucht ein bisschen mehr Motivation, aber da kann man dann dafür sagen, an welchem Tag in der Woche funktioniert das gut. Ja, wenn das ein Tag ist, an dem ich schon schwimmen war und schon Hippotherapie gehabt habe, werde ich wohl am Abend nicht auch noch diese Übungen machen, sondern dann suche ich mir im Wochenverlauf einfach 2 Tage raus, an denen ich weiß, da ist der Tag nicht so anstrengend, da halte ich das auch von meiner Kraft und von meiner Ausdauer gut aus. Und da mache ich das dann ganz fokussiert 20 Minuten lang. Im besten Fall mit Mama oder Papa oder einer anderen Person, weil geteiltes Leid ist halbes Leid, dann geht das gleich besser. Ja? Und was im späteren Verlauf dann oft noch dazu kommt, sind Atemübungen, die dann dazukommen, einfach um die Leistungsfähigkeit der Lunge zu erhalten. Und da kann man dann vielleicht auch wieder im Alltag schauen, wo passt es denn am besten? Vielleicht, weiß ich nicht, vor jeder Mahlzeit. Und auch da ist es wichtig, dass der Therapeut dann an sich hält und wirklich sagt, diese Übung dauert 3 Minuten und nicht 15, weil sonst wird es einfach zu viel. Und dann hat man einen Tagesverlauf, in dem man wirklich jeden Tag darauf hinbauen kann, zuerst dehne ich, dann putze ich Zähne, dann habe ich meinen Alltag, dann mache ich meine Atemübung, dann esse ich, dann habe ich meinen Alltag und dann mache ich vielleicht noch ein Hausübungsprogramm. Und ich glaube, wenn man sich an diesen Alltag hält, dann hat man auch was, wo man sich anhalten kann und dann geht es auch, glaube ich, leichter von der Hand. Liebe Yvonne, vielen Dank, dass Sie mit so viel ausführlichen Informationen unser Wissen bereichert haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die weitere Arbeit.
im Klinikum Favoriten. Danke für die Einladung. Und das war's auch wieder für heute. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, zum Beispiel Kontaktadressen zu Physiotherapeutinnen oder Physiotherapeuten, dann sehen Sie doch einfach in der Infobox unter diesem Video nach. Ich darf mich nur noch bei Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen alles Gute. Und denken Sie dran, Wissen hilft.